und ich bin auch befremdet. Ich bin erstaunt über den Zeitpunkt. Frau Faeser ist noch ungefähr 3 Tage als geschäftsführende Innenministerin im Amt. Seltsamer politischer Stil. Sie ist geschäftsführend noch 3 Tage im Amt und macht sowas. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und dieses Gutachten aber nicht veröffentlicht werden soll. Das heißt, man hält die Begründung letztlich für dieses Verdikt, die AfD sei gesichert rechtsextrem, geheim. Das geht im Rechtsstaat nicht. Man kann nicht weitreichende Urteile treffen im Rechtsstaat und die Begründung geheim halten. Hey Leute, willkommen in der Realität. Jetzt wird's brenzlig. Der Staat erklärt die AfD zum Staatsfeind. Aber einer der bekanntesten Verfassungsrechtler stellt sich hin und sagt, das hier ist nicht Recht, das ist Politik. In diesem Interview mit Professor Böhme-Nessler zeigt sich, wie gefährlich diese Entscheidung wirklich ist für alle, die noch eine andere Meinung haben als die Regierung. Dieses Video müsst ihr sehen, denn was hier gesagt wird, geht unter die Haut. Auf geht's! Mit dem Verfassungsrechtler Professor Volker Böhme-Nessler von der Universität Oldenburg. Herzlich willkommen bei uns, Herr Böhme-Nessler. Hallo, guten Tag. Herr Böhme-Nessler, was ist Ihr erster Eindruck jetzt zu dieser Verkündung? Ich bin erstaunt und ich bin auch befremdet. Ich bin erstaunt über den Zeitpunkt. Frau Faeser ist noch ungefähr 3 Tage als geschäftsführende Innenministerin im Amt und lässt die ihr unterstellte Behörde, Bundesverfassungsschutz, so eine weitreichende, tiefgreifende Entscheidung verkünden. Das finde ich, das ist schon mal irgendwie ein sehr seltsamer politischer Stil. Sie ist geschäftsführend noch 3 Tage im Amt und macht sowas. Das kann ich nicht nachvollziehen. Die Begründung ist, die Begründung ist auch schwierig. Besonders problematisch finde ich, aber und das ist schon fast ein Skandal, finde ich, dass die Begründung sich auf ein 1000-seitiges Gutachten stützt und dieses Gutachten aber nicht veröffentlicht werden soll. Das heißt, man hält die Begründung letztlich für dieses Verdikt, die AfD sei gesichert rechtsextrem, geheim. Das geht im Rechtsstaat nicht. Man kann nicht weitreichende Urteile treffen im Rechtsstaat und die Begründung geheim halten. Also mindestens müsste jetzt im Nachgang das Urteil veröffentlicht werden, dass die Öffentlichkeit sehen kann, worauf stützt denn eigentlich diese Behörde ihr Urteil. Jetzt ist es so, Sie haben schon gesagt, das Gutachten wird nicht veröffentlicht. Das heißt, die genaue Begründung ist offen. Es gibt keine konkreten neuen Vorwürfe, die erhoben werden. Das wesentliche, sage ich mal, Argument, was jetzt nur in einer Pressemitteilung genannt wird, ist, das in der Partei vorherrschende ethnisch abstimmungsmäßige Volksverständnis ist nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar. Zitiere ich jetzt hier vom Bundesverfassungsschutz. Was sagen Sie zu dieser Begründung? Also man müsste erstmal nachprüfen, ob diese Begründung stimmt, ob tatsächlich in der AfD dieses völkische Volksverständnis sozusagen oder dieses völkische Verständnis der Bürgerschaft vorherrscht. Das ist nicht so sicher, da müsste man einfach erstmal gucken. Und der zweite Punkt ist es tatsächlich so, dass ein völkisches Verständnis der Bürger, der Bürgerschaft nicht das ist, was die Verfassung vorsieht. Und das ist auch nicht das, was die Menschenwürde vorsieht. Trotzdem ist die Frage, ist denn eine Partei, die andere Vorstellungen vom Volk hat als die Verfassung, ist die denn automatisch gesichert rechtsextrem? Es gibt ja Kriterien, es gibt ja auch politikwissenschaftliche Kriterien, was es bedeutet, rechtsextrem zu sein. Da reicht es nicht aus, da würde es nicht ausreichen, zu sagen, naja, man hat ein schwieriges, vielleicht nicht der Verfassung entsprechendes Volksverständnis. Da müssen noch ganz andere Dinge dazukommen. Das heißt, auch hier sehen wir wieder, das Urteil, gesichert rechtsextrem, wird dünn begründet. Wir sind uns, was natürlich stimmt, ist, dass die Menschenwürde und die Verfassung es nicht erlaubt, von der Abstammung her, von der ethnischen Abstammung her Unterschiede zu machen zwischen den Bürgern. Das ist richtig. Die entscheidende Frage ist aber, macht das die AfD als Gesamtpartei überhaupt?
Oder worauf stützt man das? Welche Äußerungen zieht denn das Bundesamt für Verfassungsschutz heran? Sind das irgendwelche kleinen Funktionäre, die in der Partei nichts zu melden haben, die mal an einem Stammtisch in der Chatgruppe sich ausländerfeindlich äußern? Oder sind das tatsächlich politische Schwergewichte innerhalb der Partei, die dann eine Politik forcieren, die in diese Richtung geht? Das ist auch schwierig, und das möchte man auch als Öffentlichkeit wissen, wenn man dieses Verdikt gesicherte rechtsextrem vorgesetzt bekommt. Mhm. Nancy Faeser hat jetzt bei ihrer Verkündung da gesagt, dass das ja vollkommen politisch unabhängig gelaufen sei, also nur die Fachabteilung des Verfassungsschutzes da zuständig wäre. Für wie glaubhaft hält sie das? Das halte ich für völlig unglaubwürdig, und das glaube ich auch nicht. Juristisch gesehen ist es so, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz weisungsgebunden gegenüber dem Innenministerium ist. Das heißt, wenn Frau Faeser Weisungen erteilt, dann müssen sich die Beamten beim Bundesverfassungsschutz daran halten. Ähm, ich halte das für ein verhältnismäßig durchsichtiges politisches Manöver von Frau Faeser. Und dass sie jetzt einfach sagt, na ja, das ist ja ganz objektiv gelaufen, und ausgerechnet jetzt, 3 Tage bevor Frau Faeser ihr Amt verlässt, wenige Tage bevor, was ja auch interessant ist, wenige Tage, das Gutachten kommt jetzt raus, kurz bevor Jens Spahn wahrscheinlich zum Fraktionschef der Bundestagsfraktion der CDU gewählt wird, der gesagt hat, wir müssen die AfD mitspielen lassen, jedenfalls formell im Bundestag mitspielen lassen. Wenige Tage davor kommt jetzt dieses Verdikt. Das halte ich für ein durchschaubares Manöver von Nancy Faeser. Man muss ja auch sagen, dieses Gutachten, über das wird ja schon seit Monaten gesprochen. Es ist dann eigentlich nur deshalb nicht veröffentlicht worden, hieß es zumindest, weil Thomas Haldenwang dann nicht mehr als Präsident des Amtes amtiert hat, weil er für den Bundestag kandidiert hat. Sie haben ja schon den Zeitpunkt auch angesprochen. Wir haben ja auch neue Umfragerekorde der AfD jetzt hier gesehen. Können Sie noch mal ein bisschen was sagen zur grundsätzlichen Rolle eigentlich des Verfassungsschutzes hier in dieser Frage und auch zu dieser, sage ich mal, demonstrativen Verkündungsweise? Der Punkt ist eigentlich, oder wir müssen uns eins klar machen: Der Verfassungsschutz ist keine objektive Behörde. Der Verfassungsschutz ist in jeder Hinsicht weisungsgebunden gegenüber dem Innenministerium. Das heißt, wenn Frau Faeser etwas vorschreibt, müssen die Beamten im Bundesverfassungsschutz das tun. Wenn die Beamten im Verfassungsschutz sagen, naja, wir sind noch nicht fertig mit dem Gutachten, wir wollen es vielleicht noch nicht veröffentlichen, und wenn die zögern und Frau Faeser sagt, nein, das wird jetzt veröffentlicht und das ist eine Weisung, dann müssen die das jetzt machen. Also insofern ist jedenfalls wenn Frau Faeser es will, dann ist der Verfassungsschutz ihr verlängerter Arm. Und das sehen wir jetzt hier. Das heißt nicht, dass bei jeder Kleinigkeit die Innenministerin sich immer einmischt und Weisungen erteilt. Aber bei dieser brisanten Thematik, die Frau Faeser auch offensichtlich am Herz liegt, da ist es ganz klar, dass der Verfassungsschutz nichts macht, was nicht abgesprochen ist mit der Innenministerin. Welche Konsequenzen hat denn jetzt diese Entscheidung? Was löst das aus? Also, um es ganz klar zu sagen, rechtlich hat das keine Konsequenzen. Es verändert nicht die Kompetenzen und die Aufgaben des Verfassungsschutzes. Der hat jetzt nicht mehr Kompetenzen gegenüber der AfD als vorher. Es hat auch keine rechtlichen Auswirkungen auf ein mögliches Parteiverbotsverfahren. Beim Parteiverbotsverfahren geht es um andere Kriterien. Da geht es um das ganz harte Kriterium Verfassungsfeindlichkeit. Das ist nicht dasselbe wie gesichert rechtsextrem. Verfassungsfeindlichkeit. Und das Bundesverfassungsgericht, das entscheidet, ist unabhängig. Und die lassen sich sozusagen bei dieser Entscheidung normalerweise, jedenfalls in der Vergangenheit nicht, reinreden. Die entscheiden das nach eigenem sie schauen sich dann die Unterlagen an, die schauen sich auch das Material des Verfassungsschutzes an, aber nicht nur. Die sammeln noch weiteres Material und das bewerten sie dann ganz unabhängig und dann kommen sie zu einer Entscheidung, Parteiverbot oder nicht. Und wichtig ist auch noch eins: Beim Parteiverbot geht es nicht nur ums Reden. Also wenn eine Partei verfassungsfeindlich redet, dann reicht das nicht für ein Parteiverbot. Es muss dazu kommen, dass sie auch aggressiv die Verfassung aktiv bekämpft. Also das Bundesverfassungsgericht betont immer wieder, Parteiverbot geht erst dann, wenn die Partei vom Reden zum Handeln geht.
Das heißt also, wenn das Material, was der Verfassungsschutz jetzt gerade vorlegt, reicht lange nicht aus für ein Parteiverbot. Insofern würde ich auch davor warnen, auf der Grundlage dieser Aussage des Verfassungsschutzes jetzt ein Parteiverbot anzustreben. Ich denke tatsächlich, man muss sich eins klar machen. Die Verfassung verpflichtet die Parteien zum politischen Kampf, zur geistigen Auseinandersetzung, zur Auseinandersetzung mit Ideen und Argumenten. Und die Verfassung will grundsätzlich nicht, dass die Parteien ihre Konkurrenz durch das Bundesverfassungsgericht verbieten lassen. Das ist nicht das, was die Verfassung will. Das Parteiverbot steht zwar in der Verfassung drin, ist aber als absolute Ausnahme gedacht. Und insofern ist es eigentlich, wäre es jetzt sinnvoll, die AfD ist die stärkste, nach manchen Umfragen die zweitstärkste oder jedenfalls eine ganz starke Partei, nicht nur in den Bundesländern, sondern auch im Bund, nach den Umfragen. Und die anderen Parteien müssen sich ihrer demokratischen Pflicht stellen, sich politisch, geistig, kämpferisch mit der AfD zu beschäftigen. Und sie können sich nicht um diese Pflicht drücken, indem sie versuchen, die AfD zu diskreditieren oder verbieten zu lassen. Es geht um die politische Auseinandersetzung. Das dürfen sich die anderen Parteien nicht ersparen. Mhm. Jetzt fordern ja aber einige Politiker oder bringen es auch in die Debatte, ausgehend eben von dieser Entscheidung des Verfassungsschutzes, auch eben dieses Verbotsverfahren in den Bundestag wieder einzubringen. Viele haben das ja auch als ihre Hürde, sage ich mal, erklärt. Wie bewerten Sie das? Juristisch ist das falsch. Durch dieses Gutachten wird keine Hürde beim Parteiverbotsverfahren genommen. Das Parteiverbotsverfahren ist ein völlig anderes Verfahren, das vor dem unabhängigen Bundesverfassungsgericht durchgeführt wird. Die weisungsgebundene Behörde Verfassungsschutz arbeitet ganz anders und hat keinen Einfluss darauf, ob eine Partei verboten werden kann oder nicht. Was dann ja auch immer als Konsequenz in die Debatte eingebracht wird, sind so beamtenrechtliche Folgen, auch Folgen vielleicht für Waffenbesitz etc. Also kann denn diese Einstufung allein schon irgendwelche Folgen für Mitglieder und so weiter haben? Nein, Sie haben recht, es geht natürlich auch ein bisschen ums Beamtenrecht. Der entscheidende Punkt ist, diese Einstufung alleine hat keine pauschalen Auswirkungen. Wenn es geben soll, weil ein Beamter meinetwegen Sympathisant der AfD ist, oder wenn es waffenrechtliche Auswirkungen geben soll, muss die zuständige Behörde den Einzelfall angucken. Es reicht nicht zu sagen, ja, du bist für die AfD ist gesichert rechtsextrem, siehe Verfassungsschutz, also wirst du degradiert oder entlassen oder strafversetzt oder sonst was. So geht das nicht. Man muss sich genau den Einzelfall angucken. Und für diesen Einzelfall hat die Einstufung durch den Bundesverfassungsschutz praktisch keine Auswirkungen. Mhm. Jetzt gibt es auch an anderer Stelle die Idee, neue Maßnahmen gegen die AfD zu entwickeln. Zum Beispiel Georg Restle von der ARD, der sagt jetzt schon, auf Basis eigentlich dieser Einschätzung wären die Öffentlich-Rechtlichen sogar dazu verpflichtet, AfD-Politiker nicht mehr einzuladen. Was sagen Sie dazu und gibt es da vor euch eigentlich irgendeinen Schutz jetzt für die AfD, vielleicht auch vor Überreaktion? Also eins muss man ganz klar sagen. Was Georg Restle hier sagt, ist Unsinn. Es ist ist juristisch gesehen und politisch gesehen glatter Unsinn. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten sind dazu verpflichtet, ein pluralistisches Programm anzubieten. Dazu gehört es, dass alle relevanten politischen Stimmen im Programm auftauchen. Und wenn die Partei AfD 25% der Wähler hinter sich hat, oder 26 nach den letzten Umfragen, dann ist es rechtswidrig, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk AfD-Politiker nicht einlädt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist auch rechtlich verpflichtet. Es gibt ja die Rundfunkstaatsverträge, die auch Pflichten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk enthalten. Und ich finde diese Einstellung von Herrn Restle finde ich skandalös. Das ist skandalös und juristisch sowieso falsch. Die Frage ist natürlich, was die AfD dann konkret machen kann. Ich denke tatsächlich, sie werden wahrscheinlich gegen diese Einstufung durch den Verfassungsschutz auch klagen. Im deutschen Rechtsstaat kann man gegen jede Maßnahme einer Behörde klagen, also auch gegen Einstufung des durch den Verfassungsschutz. Da muss man mal gucken, was dabei rauskommt.
Man wird nicht gegen jede Kleinigkeit und gegen jede Ungerechtigkeit oder jede unfaire Behandlung im Einzelnen klagen können. Das wird sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln müssen. Ich hoffe im Stillen auch, dass es schon vernünftige Kräfte auch gibt bei den anderen Parteien, die sich klar machen, wir müssen die AfD politisch bekämpfen. Wir müssen klar machen, was sind die Ideen der AfD, wie stehen wir dazu, was sind die Alternativen, die wir anbieten und warum sind unsere Alternativen besser. Das wäre die politische Aufgabe und die demokratische Aufgabe auch der anderen Parteien. Ich hoffe, dass sich auf die Dauer dann doch diese Einsicht durchsetzt. Hm. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, wie es weitergeht. Sie haben das gerade schon angesprochen, also die AfD wird dagegen klagen. Das ist aber dann wahrscheinlich auch ein Verfahren, was sich tendenziell lange ziehen wird. Hat das denn eigentlich irgendeine Konsequenz, dass diese Einstufung jetzt insofern ja nicht rechtskräftig ist? Ähm, Also juristisch ist es klar, juristisch hat es keine Konsequenz. Da muss man auch gar nichts dagegen machen, sozusagen, weil es eben juristisch keine Konsequenz hat. Äh, Man versucht jetzt natürlich, oder manche Teile der Politik werden natürlich versuchen, jetzt dieses Gutachten politisch zu nutzen, als politischen, als politische Keule sozusagen. Damit muss die AfD umgehen. Und da geht es dann auch ein bisschen dann um die Frage, was sagen die Bürger dazu? Überzeugt man die Bürger damit? Oder ist das vielleicht auch, geht der Schuss auch nach hinten los? Diejenigen, die das jetzt gerade inszenieren, die dieses Drama jetzt gerade inszenieren und dieses Gutachten da in die Öffentlichkeit bringen, die wollen ja die AfD klein machen und bekämpfen. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht bei den Bürgern vielleicht diese Methode, wie das jetzt funktionieren soll oder gemacht werden soll, ob diese Methode nicht vielleicht dazu führt, dass die Bürger aus Trotz jetzt erst recht sagen, wir sind jetzt erst recht AfD-Wähler. Also das ist, halte ich auch für eine nicht nur undemokratische Methode, total undemokratische Methode, ich halte es auch für politisch möglicherweise sehr dumm. Hm. Es ist ja tatsächlich, wie Sie sagen, dann rechtlich gar nicht die eigentliche Frage, was die Konsequenzen sind, sondern es sind ja vielleicht auch so, ich sage mal, Einschüchterungseffekte vielleicht, dass sich Bürger nicht mehr trauen, AfD-Mitglieder zu werden, dass vielleicht auch Wähler abgeschreckt werden könnten, abgeschreckt werden sollen, zu sagen, ich will dann doch keine gesichert rechtsextreme Partei. Dann geht es ja doch darum, um die Frage auch dieser demonstrativen Verkündung, dieser medialen Wiederholung dieses Schlagwortes gesichert rechtsextrem. Wie bewerten Sie das? Also was man sieht ist, Frau Faeser beendet ihre Amtszeit so, wie sie ihre gesamte Amtszeit ausgefüllt hat. Es geht ihr darum, Andersdenkende einzuschüchtern. Sie arbeitet mit Einschüchterung, das haben wir schon öfter hier besprochen, das haben wir schon öfter festgestellt. Und sie setzt auch ganz ungeniert den Verfassungsschutz als Instrument der Einschüchterung ein. Das halte ich für ein völlig undemokratisches Verhalten, aber von Frau Faeser war vielleicht nichts anderes zu erwarten. Sie beendet ihre Amtszeit jetzt so. Dann hoffen wir, also meine Hoffnung wäre dann, dass es einen neuen Innenminister, eine neue Innenministerin gibt, die dann ein stärkeres Feeling für das hat, was in der Demokratie normal ist, was in der Demokratie üblich ist. Und dass man die Bürger eben als den Souverän, in der Demokratie sind die Bürger ja der Souverän, das Volk, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Und es kann nicht sein, dass der Innenminister, die Innenministerin das Volk einschüchtert. Und ich hoffe, dass der neue Innenminister, die neue Innenministerin eben auch anders handelt. Von Frau Faeser war, glaube ich, nichts anderes mehr zu erwarten. Ja, man muss ja sagen, es zieht sich ja durch Faesers Amtszeit eben durch. Wir hatten ja hier auch schon mal über dieses Kompaktverbot gesprochen, also dass sie eigentlich ihren Handlungsspielraum ausnutzt und eigentlich mit exekutiven Maßnahmen eben immer wieder politisch eingreift, sehr politische Entscheidungen gegen Medien, gegen Parteien trifft oder zumindest in ihrem Zuständigkeitsbereich getroffen werden. Das ist ja ein ganz neues Amtsverständnis eigentlich, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das so völlig neu ist. Da müsste man sich die Geschichte der Bundesrepublik noch ein bisschen angucken insgesamt. Aber jedenfalls in den letzten Jahren ist das ein neues und schockierendes Amtsverständnis auch gewesen. Es kann nicht sein, dass der Innenminister, die Innenministerin, der die Macht hat, das ist ja ein mächtiges Amt. Er ist ja auch der Chef der Nachrichtendienste zum Beispiel, der Chef der Bundespolizei, dass jemand, der so ein mächtiges Amt hat, diese Macht über die rechtlichen Grenzen hinaus einsetzt und auch zu
bösen, undemokratischen Zielen einsetzt, nämlich Bürger einschüchtern, ist ja das allerletzte, was in der Demokratie passieren darf. Weil die Bürger sind ja tatsächlich die Wähler, die Bürger sind das Volk und alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Das ist die Idee von Demokratie. Und wenn man von oben sozusagen als Innenminister die Wähler, die Bürger einschüchtert, dann ist das einfach nur zutiefst undemokratisch. Herr Professor Böhme-Nessler, vielen Dank für das schnelle Gespräch. Ich danke Ihnen für die Einladung. Danke. Also wer jetzt noch glaubt, dass die AfD-Einstufung rein fachlich und unpolitisch ist, dem empfehle ich mein letztes Video über Nancy Fasers Statement. Dort haben wir schon genau gezeigt, dass das Ganze nichts anderes als ein eiskaltes Kalkül ist. Und was Professor Böhme-Nessler jetzt sagt, bestätigt genau das. Das ist nicht Recht im Sinne der Verfassung. Das ist Machterhalt mit staatlichen Mitteln. Ich sag's euch ehrlich, diese Frau hätte in jedem funktionierenden Rechtsstaat längst zurücktreten müssen. Nach all dem, was in ihrer Amtszeit passiert ist. Aber nein, es passiert nichts. Warum? Weil sie politisch auf Linie ist. Und weil Kritik an ihrer Politik mittlerweile gleichgesetzt wird mit Feindseligkeit gegen den Staat. Und wenn jemand wie Frau Faeser dann noch betont, dass der Verfassungsschutz natürlich völlig unabhängig arbeite und im gleichen Atemzug genau dieses Ergebnis öffentlich vorträgt, dann darf man schon mal kritisch fragen, ob hier noch Institutionen unabhängig handeln oder einfach der Parteipolitik folgen. Der Professor hat's auf den Punkt gebracht. Es geht hier nicht mehr um Recht oder Unrecht. Es geht darum, unliebsame Opposition auszuschalten. Stück für Stück. Und wer sich ein bisschen mit ihrer politischen Vergangenheit beschäftigt, der weiß auch, dass sie nicht unbedingt für bürgernahe Mäßigung steht. Ihre Nähe zu linksradikalen Gruppen wurde mehrfach thematisiert. Und ja, das ist belegbar. Trotzdem bleibt sie im Amt. Trotz aller Pannen, trotz aller Zweifel. Aber hey, in dieser Republik muss man sich mittlerweile nicht mehr schämen, wenn man versagt. Man muss sich nur schämen, wenn man die Wahrheit ausspricht. Wenn ihr genauso fassungslos seid wie ich, dann lasst ein Like da. Haut auf Abonnieren und schreibt mir in die Kommentare. Was denkt ihr? Geht es hier wirklich noch um Sicherheit oder ist das der Versuch, politische Gegner mundtot zu machen? Und teilt dieses Video. Denn solche Stimmen wie die vom Professor Böhme-Nessler dürfen nicht untergehen. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin gilt immer weniger Haltung, mehr Wahrheit.